zurück im Schloss und nichts ist wie vorher. Victoria wurde eingesperrt und zieht sich weiter zurück. Und die kleine Sophia wird nun schon ganz bald zum Kind und auch das Schloss verändert sich. Es gibt neue Zimmer, ein Makeover und eine kleine Mitmachaktion, die euch betrifft. Und damit willkommen zu einer besonderen Folge meiner Sims 4 Disney Parent Challenge. So, und da sind wir wieder zu Hause. Die Pferde stehen schon bereit, um uns zu begrüßen und Ludwig ist extra heruntergeeilt, egal wie er riecht. Und Victoria ist irgendwie traurig. Ja, wir wissen warum. Ludwig hat seine Konsequenzen gezogen und ja, eine Lösung gefunden, wie jetzt damit hier weiter umgegangen wird. Und ihm geht es auch schlecht damit. Und die Duna, ja, begrüßt ihn nicht mal, sondern rennt erstmal hier in ihren Garten hinter und schaut erstmal, ob da alles in Ordnung ist. Ich würde ja vielleicht erstmal gucken, was mit den Kindern ist. Ja, hier ist es auch kaputt. Ach, was ist denn hier passiert? Mensch, hat er sich gar nicht um die Dinge hier gekümmert? Sich um die Kinder gekümmert. Einer schläft schon kurz vor 7 und die anderen beiden sind traurig. Vielleicht, weil sie jetzt getrennt wurden. Aber Hauptsache, der Garten sieht gut aus. Der sieht auch ganz gut aus. Hm. Ja, vielleicht reparierst du das erstmal mit hier wieder. Ähm, Ich wollte mal gucken, wer hier den besseren Geschicklichkeitslevel hat. Er hat Geschicklichkeitslevel 1 und sie ist bei Level 4. Ja, sie hat halt damals in ihrem Rapunzelturm auch immer alles reparieren müssen, ne? Pfeift bei der Gartenarbeit. Ein paar Stunden sind vergangen. Alva ist ziemlich müde von ihrer langen Reise. Oskar ist inzwischen wieder aufgestanden, ihm geht es aber auch nicht gut. Die Mädels sind immer noch traurig. Und ja, Iduna will eigentlich ins Bett gehen, ist immer noch erschrocken von ihrem Nahtoderlebnis. Wir erinnern uns. Ende der letzten Folge hatte ihr der Tod eine letzte Warnung ausgesprochen. Und ja, ich möchte eigentlich, dass sie jetzt hier noch ein bisschen Blumen bindet, denn das steht auf jeden Fall auf unserer To-Do-Liste. Was können wir schon machen mit Blumenbinden Level 3 und vor allem mit den Blumen auch, die wir haben. Ich finde es mal schön, wenn man wirklich auch die Blumen nutzt, die man hat. Zitrustraum, sternklarer Himmel. Ich habe leider so gar keinen Plan vom Blumenbinden, was das jetzt hier für Effekte hat. Ja, denn diese Folge soll ja nicht nur im Zeichen des Wiederankommens und Orientierens stehen. Oh, Anna ist glücklich, Sophia ist glücklich. Sondern wir wollen uns ja auch noch mehr mit den Zielen beschäftigen. Also mit dem Blumenbinden und genau, da ist ein Vergleich. Haben wir Level 4. Oh, da ist die ja mit Sophia. Was ist denn los? Warum sind wir jetzt hier Balgen mit der Butlerin? Ja, du hast in letzter Zeit die Butlerin sehr viel mehr gesehen als deine eigene Mami, die hier jetzt schon wieder mit Blumenbinden beschäftigt ist. Aber wir sollten mal vielleicht ein bisschen, ja, brabbeln. Mein Ziel ist es tatsächlich immer, Level 3 in allen Fähigkeiten zu erreichen, wenigstens bevor der Geburtstag kommt. Oh, wir haben Level 4 erreicht. Level 4. Schneeglöckchen, Lehen, Christrosen können wir jetzt binden. Okay. Anna will sauber machen? Nee. Ich will wenigstens diesen einen Blumenstrauß mal fertig kriegen. Ich weiß gar nicht, wie alt Anna ist. Das müsste ich auch mal rausfinden, wenn sie Geburtstag hat. Dann noch so viel Zeit bleibt. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Bedürfnisse. Oh, und da ist Christoph. Ihm geht's auch nicht gut. Ach. Ja, ich war lange weg. Es tut mir so leid. Und was ist mit den Blumen jetzt passiert? Hm, das sieht hübsch aus. Ja, du solltest unbedingt schlafen gehen. Genau, wir machen dann noch eine Vase dazu und werden auch gleich mal noch ein Bild machen, denn wir wollen ja dann vielleicht im nächsten Part auch mal noch die Galerie aufbauen, wo wir so diese ganzen Fundstücke mal platzieren, also die Fotos, die wir gemacht haben, aus den Nachbarschaften und auch von den Werken hier. Da hinten die traurige kleine Sophia.
Ist auch irgendwie bezeichnend. Ich mache hier Bilder von meinen Blumen und das Kind ist super traurig. Die Butlerin ist auch ein bisschen traurig. Ja, ich sollte mich hier wieder mehr ins Familienleben integrieren. Was heißt mehr? Ich war überhaupt nicht Teil des Familienlebens die letzten, für die Sims sind das wahrscheinlich sogar Monate. Und ich sollte dringend an meiner Beziehung arbeiten. Also schon alleine, dass sie ihn da einfach so stinkend stehen lassen hat und erstmal in den Garten ausgerannt ist, ist ja, also es sagt ja eigentlich auch schon alles. So, hat das jetzt was? Ja, wir haben Level 3 der Fotografiefähigkeit erreicht. Genau, das wollte ich nämlich auch noch ein bisschen ausbauen. So, dann ist auf Flopsy hoch. Ist ja blöd, wenn die dann verwelken. Verkaufen wir das einfach. So. Ah, und auf dem Weg ins Bett hat Alva tatsächlich ihre Angst im Dunkeln besiegt, weil sie selbstsicher nach dem Binden dieses tollen Blumenstraußes hier das Gartenhaus verlassen hat. Christoph schläft da einfach auf dem Weg. Ja, und jetzt geht sie ins Bett. Genau. Und hier habe ich mir gedacht, werden wir dann die Galerie einrichten. Und ja, genau, noch einiges anderes hat sich hier im Schloss verändert. Oskar wohnt jetzt auch alleine in einem Zimmer. Das zeige ich euch gleich. So, hier, Victoria ist nämlich ausgezogen. Alva geht hier schlafen. Liegt schon wieder stinkende Wäsche rum. Das könnte auch mal jemand wegräumen vielleicht. So, Anna kann schon aufs Töpfchen gehen. Sophia kann schon aufs Töpfchen gehen und wird dann auch schlafen. Oskar geht schlafen. Dia räumt ein bisschen die Wäsche weg, super, und geht gleich nach oben. Und ich finde, das ist die perfekte Gelegenheit, euch mal Elsas Zimmer zu zeigen. Victorias Zimmer. Das hier drüben wird dann Sophias Zimmer, wenn sie groß genug ist. Und das hier ist Victorias Zimmer. Seht ihr unten so eine kleine Chill-Ecke und einen Schreibtisch. Alles natürlich hier in diesem Eiskönigin-Schneeflocken-Design, Eisdesign. Hier ist ein kleines Bad, da sie ja nicht großartig ihr kleines Refugium verlassen darf. Deswegen habe ich ihr hier ihr eigenes kleines Bad gebaut, da sie ja nach der Schule hier immer eingeschlossen wird. So traurig ich das finde, gerade nach der Rapunzel-Generation schon wieder ein Kind einzusperren. Bei Mann kann sie zur Schule gehen. Dann geht es hier nach oben. Das hat mich übrigens wahnsinnig gemacht, an diesen Türmen hier zu bauen. Schwierig hier Fotos zu machen. Und hier ist noch ihr kleines Schlafgemach. Mit einer kleinen Burg zum Spielen und einem Elsa-Bett mit funkelnden Schneeflocken. Genau, und in dem Lehrraum, was ihr gerade gesehen habt, da habe ich mir überlegt, könnte man noch später eine kleine Küche einrichten, damit sie sich dann da auch verpflegen kann, wenn sie selbst Teenagerin ist. Wir schalten nun an diesem Freitagmittag wieder rein, denn es ist ein ganz besonderer Tag. Es sind jetzt einige Tage vergangen und heute ist sowohl Liebestag als auch passenderweise irgendwie Sophias Geburtstag. Und ja, die kleine Prinzessin sitzt da hinten schon auf dem Thron und ich bin der Meinung, wir sollten jetzt endlich mal schauen, was hier aus der Beziehung von den beiden noch werden kann. Ich möchte ja nicht, dass die sich trennen. Wir müssen hier unbedingt den Liebesbalken nach oben treiben. Wir sind noch keine besten Freunde. Das ändern wir gleich mal. Das letzte, was zwischen den beiden lief, war ja, dass wir eigentlich ein Techtelmechtel in Mount Komoribi haben wollten, was dann nicht funktioniert hat, weil die Kinder da kurz vorher den Unfall hatten, habe ich dann so interpretiert, also warum auch immer dieser Liebesbalken da schon richtig weit unten war. Jetzt sind sie beste Freunde. Schön. Ja, dann hatten wir ihm ja von der Reise mal ein sexy Selfie geschickt, worauf er richtig blöd reagiert hat mit, ey, ich schlafe, ruf später an, obwohl ich gar nicht angerufen habe. Ich habe einfach nur ein Selfie geschickt. Was für ein Typ. Aber gut, vielleicht widerspricht man einem König da auch nicht, was weiß ich. Ja, aber jetzt ist er ja ganz gut drauf, er ist kokett, sie ist selbstsicher, das ist super und ja klar redet er gerne über seine Interessen. So, und wir könnten ja Hals anhalten küssen, natürlich machen wir das. Vielleicht
haben wir tatsächlich auch nochmal ein Techtelmechtel, wenn wir hier so einmal dabei sind. Ich meine, es ist Liebestag. Ihr Bestreben ist Seelenverwandte. Ich finde, darauf müssen wir auch einfach mal Rücksicht nehmen. So, na komm. Ich habe sie vor kurzem gefragt, was, oder gut. Ist jetzt auch einigermaßen riskant, denn wir haben ja noch einen freien Haushaltsplatz. Aber ich mache das jetzt einfach. Ich weiß gar nicht, ob die Verhütung. Sophia geht's nicht gut. Wer ruft an? Mortimer. Ja, ist mir gerade egal. Warum haben wir eigentlich einen neuen Butler? Die wechseln, glaube ich, immer mal. Ich würde jetzt nicht mal behaupten, dass mit dir irgendwas passiert ist. Ich glaube, er ist einfach, genau, er setzt sie da rein, weil sie Hunger hat. Ich wollte die Bedürfnisse erstmal auf Vordermann bringen wieder. Und der Geburtstagskuchen steht natürlich schon bereit und wir lassen sie schnell was essen und die beiden techteln und ja, die zwei Großen müssten ja auch gleich aus der Schule zurückkommen und sind dann vielleicht auch dabei, wenn die kleine Schwester Geburtstag hat. Das wäre schon irgendwie schön. Irgendwie das jetzt nicht. Muss sie das machen? Geht auch nicht. Oh, es wurde nicht verhütet. Ach, mal wieder. Warum geht denn das? Ach so, das steht hier wieder irgendwie ungünstig. In die Mitte. Immer noch nicht. Ist der Tisch ungünstig? Nehmen wir mal den. Jetzt geht's. So. Sophia bläst die Kerzen aus und wird zum Kind. Ich bin gespannt, wie sie aussieht. Also gut, die Überraschung ist jetzt nicht so groß, aber trotzdem ist das irgendwie immer total spannend, finde ich. Schläft man noch eine Runde? Und jetzt geht's los. Beide noch im Schlafgemach, aber wenigstens Sophia hat sich hübsch gemacht und wird jetzt altern. Oh, der große Moment ist gekommen, sucht sich noch einen Platz und hui. So, welches Merkmal? Ich bin ja immer eine Freundin von Randomisierung, vor allem weil das ja nicht unsere Erbin wird. Also wir können ja jetzt hier frei darüber verfügen. Spinnerin. Das doch, ja, ich finde, das passt. Das passt zu Anna. Und was schrieben noch? Ja, so sozial natürlich. Social Butterfly, Liebling der Massen. Auf jeden Fall. Das passt gut. Elsa schottet sich ab und Anna wird der Liebling der Massen. Und ja, ich würde sagen, das schreit nach einem Makeover. Das schreit nach einem Makeover und ich glaube, dem muss ich mich jetzt ganz, ganz, ganz schnell auch widmen. Das kann ich mir, glaube ich, nicht allzu lange anschauen und ja, Sophia ist auch wütend. Vielleicht auch ein bisschen deshalb. Das Makeover hat etwas gedauert, aber kann sich sehen lassen, wie ich finde. Seid ihr bereit, Prinzessin Sophia von Arendelle zu sehen, wie sie jetzt aussieht? Ich habe sie hier mal singen lassen, damit sie auch auf jeden Fall hier stehen bleibt. Und die werden dann nach oben gezogen und die Spannung steigt. Hui, da haben wir sie. Da haben wir sie. Ich finde, das ist äußerst passend. Und es soll natürlich nicht nur dabei bleiben. Die Kleine ist mega müde. Also, oh. Aber es scheint ihr Spaß zu machen mit dem Singen, immerhin. Aber wir werden sie jetzt gleich mal ins Bett schicken, denn ich habe auch nicht nur die Outfits fertig gemacht, sondern auch das neue Schlafzimmer. So, noch als Erinnerung, hier haben wir Oskars Schlafzimmer. Victoria ist auch schon im Bett, hat vorher noch ihr Schulprojekt fertiggestellt. Victoria ist nicht im Bett, Victoria schläft auf der Couch. Das können wir mal ändern. Du kannst ruhig ins Bett gehen. So. Und Sophia muss auch ins Bett. Und hier ist ihr Zimmer. Und ich habe mit Absicht kein Speedbild daraus gemacht. Ich hatte erst angefangen, das zu filmen. Aber das macht hier oben einfach wirklich keinen Spaß, irgendwie zu filmen, zu fotografieren. Das ist mit diesen Türmen hier irgendwie total anstrengend. Und deshalb wollte ich euch das nicht zumuten. Aber das hier ist Sophias neues Zimmer. Ich fand diesen Swatch hier einfach mega schön. Und ja, ich habe mir auch ein Bild angeschaut, wie Annas Zimmer aussieht. Das war sehr rosalastig und ich wollte ja aber auch diese Türkistöne einbringen, die ihre Kleidung einfach hat. Und ich finde, sie passt hier wunderbar rein.
So, und jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Sache zu erledigen. Ich habe ja am Anfang mal gesagt, oh, warum schläft sie immer noch hier? Kann sie die Leiter nicht benutzen? Das muss ich mir noch mal genauer anschauen. Ich hatte ja gesagt, in dieser Folge gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch beteiligen könnt. Und falls ihr euch erinnert, noch zu Rapunzel-Zeiten, als ich angekündigt hatte, wer die neue Generation wird, hat mir die liebe Lucky Set unter eins der Videos von Rapunzel geschrieben, dass wir Olaf als Hund erstellen sollen. Und ich finde, das ist jetzt dieser Moment. Also ich werde jetzt nicht Olaf als Hund erstellen, sondern ich werde mir jetzt hier eine Hundetür besorgen. Warum haben wir so einen Mini-Kühlschrank im... Ach, vielleicht, weil ich hier oben noch eine Küche bauen wollte für Victoria und da irgendwas mal schiefgegangen ist. Okay. Ja, ich werde jetzt nicht Olaf als Hund erstellen, sondern ich werde hier eine Hundetür einbauen. So, hier haben wir die Hundetüren. Schmucke Hundetür, Tierdoppeltür, Tierdoppeltür mit Säulen. Ja, natürlich, wenn schon, denn schon, ne? Mit Säulen. Denn Olaf soll ja sowas wie ihr kleiner Begleiter sein, der hier aber auch ein- und ausgehen kann. Und an der Stelle sollte ich vielleicht mal kurz, während ich hier herausfinde, warum sie die Treppe nicht benutzen kann, sollte ich mal kurz erzählen, warum ich das hier eigentlich alles mache. Ihr habt es ja vielleicht auf der Zieltafel schon gesehen, die werde ich in der nächsten Folge auch noch mal ein bisschen detaillierter einblenden. Ah, ja, natürlich kann sie hier nicht hoch, weil hier, wie soll sie da reinkommen? Das sieht hübsch aus, ne? Aber das ist natürlich totaler Quatsch, die kann ja hier gar nicht raus. Können wir hier vielleicht mal gucken, ob wir den Zaun hier sozusagen hinmachen können? Mal gucken, ob das klappt. Ja, super, jetzt will sie freiwillig ins Bett. Klasse. Ich werde in der nächsten Folge mal die Zieltafel einblenden, damit wir auch einfach mal abgleichen können, was Iduna alles überhaupt schon geschafft hat und was nicht. Aber ein Punkt wird sein, dass sobald die beiden Geschwister, oder in dem Fall 3 Geschwister, aber die beiden Schwestern getrennt werden, die Ältere in ihrem Zimmer quasi eingeschlossen ist. Sie darf zwar zur Schule gehen, aber mehr auch nicht. Und deshalb ja, schicke ich Victoria tatsächlich eigenhändig jedes Mal, wenn sie aus der Schule kommt, wieder in ihr Zimmer, verschließe die Tür. Sie kann sich nur hier aufhalten. Die Eltern dürfen reingehen übrigens, aber ja, da gibt es jetzt keine besonders tolle Einstellung für die Tür. Ne? Also die ist jetzt einfach abgeschlossen für jeden. Man kann die dann aufschließen. Man könnte jetzt hier zum Beispiel Alva reinlassen. Das geht. Und genau, was Alva da drin machen kann, das werden wir uns ebenso im nächsten Part anschauen. Jetzt aber nochmal endlich zu Olaf. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr unsere Victoria gegen ihre Einsamkeit einen Olaf erstellt, also einen Hund, angelehnt an die Schneemannfigur Olaf. Den in die Galerie laden mit dem Hashtag Disney Parent Challenge. Und ja, ich würde mich total freuen. Ich bin gespannt auf eure Kreation, wie ihr das umsetzt. Und ich denke, wir werden dann, wenn es ja eine entsprechende Anzahl gibt, dass sich das auch irgendwie lohnt, auch eine kleine Abstimmung machen lassen, welcher der Olafs euch am besten gefällt. Und der wird dann hier einziehen. Wenn ihr mitmachen wollt, ladet euren Hund mit den Hashtags Disney Parent Challenge und Olaf für Victoria hoch, damit ich sie noch leichter finden kann. Und ja, ich bin total gespannt, welche Kreationen uns erwarten werden und freue mich schon, wenn wir uns die dann im nächsten Part anschauen können. Nicht zuletzt deshalb bin ich auch schon besonders gespannt auf die nächste Folge und hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Tschüss, bis zum nächsten Mal.